und willkommen zu Folge 19. Wir kommen jetzt so langsam an den Punkt, dass wir eben die Sachen im Boot durchschweißen können, wobei durchschweißen eben hier gar nicht der richtige Begriff ist an der Stelle, da eben die Nähte nicht komplett entlang der Spanten und Längsaussteifungen durchgezogen werden, sondern nach Schweißplan entsprechend geschweißt. Und so sehen wir jetzt hier, dass wir immer wieder von links nach rechts wechseln, dass wir gleichmäßig auf beiden Seiten eben schweißen und somit Hitzeeinwirkung haben, aber eben auch immer nur so ja, streifchenweise, sprich laut Schweißplan ist zum Beispiel vorgegeben, dass man 5 Zentimeter schweißt, dann 5 Zentimeter Luft hält und das auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite vom Spand oder von der Längsaussteifung. Manchmal sind es dann eben auch 10 Zentimeter und ein bisschen mehr Abstand oder 10 Zentimeter und 5 Zentimeter Abstand. Das gibt eben der Schweißplan entsprechend hier vor, wobei Plan auch übertrieben ist. Da gibt es halt entsprechend eine Anleitung, wo drinne steht, welche Bauteile wie zu verschweißen sind, auch eben mit ja, quasi welchem. Und so ergibt sich eben, was wo zu tun ist. Ihr seht das auch im Hintergrund an den beiden Shots, also das kleine halbe im Unterschiff und dahinter eben das große. Da ist logischerweise dann die Naht durchgezogen, aber eben wie gesagt nicht an den Längsaussteifungen und an den Spanten. Und wo wir schon hier vorne im Vorschiff sind und gleich im Grunde mit den Schweißarbeiten hier erstmal durch sind, kommen wir da noch an eine andere Stelle, und zwar ja hier dieses quer an dem Spand montierte Blech, wo wir eben noch die relativ große Lücke haben. Die können wir jetzt natürlich entsprechend ein bisschen anpassen, wo eben das Unterschiff geschweißt ist, sprich wir lösen hier nochmal die gepunkteten Stellen ein wenig, können das Blech dann entsprechend drehen und somit den Abstand zwischen dem Unterschiffblech und dem ja, querliegenden Blech entsprechend anpassen, kleiner machen und ja, die Lücke so weit verringern, dass wir es eben dann auch im Verlauf zuschweißen können. Das passiert aber dann zu einem späteren Zeitpunkt, und wie ihr wisst, sind unsere Videos immer in chronologischer Reihenfolge, so wie wir am Boot gearbeitet haben, und somit springen wir jetzt erstmal in einen anderen Bereich. Und zwar hatten wir das Thema, dass wir irgendwie hier am Umgang am Schiff uns eine Absturzsicherung machen müssen. Dafür gab es natürlich mehrere Möglichkeiten und Optionen. Eine wäre gewesen, um das gesamte Boot ein ja, Gerüst zu bauen, Baugerüst oder was auch immer. Wir hätten irgendwie hier provisorisch, weiß der Geier, was dran klemmen können. War alles irgendwie so halb toll, halb nicht toll. Und so haben wir uns dazu entschieden, hier eine Mischung aus Provisorium, aber dennoch schon ja quasi fertigen Vorbereitungen für das spätere Geländer zu machen. Und so haben wir uns dafür entschieden, schon mal die Position für die späteren ja, Senkrechten schon festzulegen, den Abstand festzulegen und dann dementsprechend hier auch in der Vorbereitung schon die Löcher korrekt an der Stelle zu bohren, wo wir das dann brauchen. Und so seht ihr hier zum ersten Mal ein neues Werkzeug in Gebrauch. Das ist ein Magnet, der ohne Stromversorgung auskommt, den man eben hier mit einem Hebel einschalten kann und wo wir oben einen Akkuschrauber einspannen können. Bisher haben wir hier mit dieser feinen ja, Magnetbohrmaschine gearbeitet, die ist aber eben kabelgebunden, und hier haben wir jetzt auf Akku und ja, Ein-Ausschalttechnologie das Ganze, was das natürlich hier viel, viel, viel flexibler auf dem Boot macht. Wir müssen kein Kabel hinter uns herziehen, und das ist schon eine recht starke Geschichte. Was wir da genau einsetzen, schreibe ich euch in die Beschreibung rein, welche Modelle das jeweils sind. Und ja, somit haben wir uns jetzt hier nochmal eine Möglichkeit geschaffen, eben flexibel überall Löcher zu bohren. Und das werden noch Hunderte werden. Das kann schon mal gesagt sein. Und dementsprechend war das jetzt hier eine ja, logische Schlussfolgerung zu sagen, wir brauchen hier doch nochmal was anderes als diese schon wirklich tolle, fein Magnetbohrmaschine. Wer da Interesse dran hat, ich habe euch auch im Kanal, beziehungsweise jetzt hier in der Videobeschreibung, mal unseren eBay Kleinanzeigen Kanal verlinkt, wo eben alle Werkzeuge, die wir nicht mehr brauchen, dann auch immer wieder zum Verkauf stehen. Ihr wisst, wie wir das machen. Wir holen uns Werkzeuge für die Aufgaben, die wir brauchen. Und wenn das eben erfüllt ist und das Werkzeug nicht mehr benötigt wird, dann wird es eben wieder abgegeben und der nächste kann damit
Und damit erst nochmal hier zurück zu dem, was wir hier machen. Ihr seht, wir haben uns da so ein kleines Musterplättchen gemacht, halt mit dem korrekten Abstand der Bohrlöcher. Das Plättchen ist genauso breit wie das Blech, was hier aufgeschweißt ist, sodass wir uns das entsprechend an den markierten Stellen einfach ja, mit der Zange festklemmen können. Die Magnetbohrmaschine entsprechend einsetzen, ansetzen, die 2 Löcher bohren und dann kann es zum nächsten gehen. Das ist ja einfach, effizient und trotzdem eben mit ausreichender Genauigkeit für das, was wir hier an der Stelle benötigen. Und so schauen wir uns jetzt hier so einen Durchgang nochmal am Stück an, sprich das Positionieren eben der Platte. Ja, angezeichnet, abgemessen ist es halt vorher schon gewesen. Das habe ich jetzt hier im Video nicht drin. Und so können wir entsprechend die Platte an der richtigen Stelle ja, kurz festklemmen, die Maschine einrichten. Das geht hier recht easy natürlich. Einmal festklemmen, mit dem Akkuschrauber starten und los geht's. Ja, die 2 Zuschauer da unten, ja, den einen kennt ihr, den anderen habt ihr auch mit Sicherheit schon mal im Video gesehen. Der Ralf gehört hier auch mit zum Grundstück hin und wieder und ist mit dabei. Ja, apropos Gäste, Gäste sind immer willkommen, wenn ihr also irgendwie hier bei uns vorbeikommt und seht, dass wir da sind. Sprecht uns gerne an. Ja, haben wir ab und zu mal, ist immer nett und ja, freut uns halt auch, dass das Interesse so riesig an dem ist, was wir hier tun. Und somit hier mal mitten im Film der Hinweis auf Liken, Folgen und natürlich Glöckchen drücken. Ihr kennt die YouTube-Algorithmen, die wollen gefüttert werden und das hilft uns natürlich immens, wenn ihr da uns entsprechend unterstützt. Und wie ihr seht, ist das eine Loch mittlerweile fertig und die zweite Seite kann gebohrt werden. Ja, und wir haben jetzt hier an der Stelle pro Seite erstmal 12 senkrechte Stützen, die eingesetzt werden, A2 Löcher. Sprich, insgesamt haben wir jetzt hier auf beiden Seiten 48 Löcher zu bohren und das war jetzt hier in der Kombination mit dem Plättchen, mit dem Magneten, mit dem Akkuschrauber, ich glaube, in keiner Dreiviertelstunde erledigt und das ist halt dann schon einfach super gut. Ohne viel Aufwand kann hier die Arbeit erledigt werden. So macht das Spaß und das ist genau das, warum wir auch immer wieder sagen, vernünftiges Werkzeug in so einem Projekt und nicht eben sich über ja, Schrottwerkzeug ärgern und man macht dann auch die Arbeit doppelt und dreifach und das ist genau der Punkt, warum wir das so machen, wie wir es hier tun. Damit aber erstmal dann auch genug vom Löcherbohren. Die restlichen Löcher hier vorne rundherum, die erspare ich euch jetzt auch aufgrund der Tatsache, weil wir ja dann auf dem Umgang wieder sehr viele Knie zu sehen bekommen. Das ist dann halt mit der POV-Kamera doch immer noch so ein bisschen schwierig, je nachdem, welche Körperhaltung man einnimmt. Und somit kommen wir jetzt dann erstmal zum Salonbereich. Auch da war schon mal die Nachfrage in den Kommentaren, ob hier nicht noch irgendwie Aussteifungen in die Seitenwände rein müssen. Selbstverständlich müssen da noch welche rein. Wir hatten ja bisher nur diese kleinen Flügelchen, nenne ich sie jetzt hier mal, in der Senkrechten, wo wir die Wand dran angelehnt haben. Und jetzt kommen eben entsprechend hier nochmal waagerecht die Aussteifung rein und die nächsten Aussteifungen, die dann noch folgen, sind die Fensterrahmen. Auch das zeige ich euch dann noch gesondert, wie wir die setzen und auch herstellen, weil das sind Teile, die es nicht in den Originalplänen gibt. Hier sind Standardfenster vorgesehen. Im Grunde, ja, das sind zwar auch Sonderanfertigungen von den Formen her, aber natürlich nicht in der Form, wie wir das machen wollen. Aber da will ich gar nicht vorgreifen. Das zeigen wir euch dann, wenn es soweit ist. Und somit, ja, hier eben diese entsprechenden Aussteifungen eingesetzt, die Stabilität in die Wand gebracht und vor allen Dingen eben auch die Wand ja in die Form, na nicht gezogen, nicht gebracht. Also die ist schon über die Länge relativ gerade, macht kaum eine Biegung. Das ist natürlich auch für die Fenster für uns gut, weil wir somit eben auch gerade Scheiben hinterher einsetzen können. Denn Scheiben mit Biegung wären dann nochmal ein ganz anderes preisliches Thema. Und somit geht es auch schon wieder zurück an unser Geländer und den nächsten Punkt im Arbeitsschritt und Arbeitsvorgang. Wie ihr seht, wurden jetzt die Löcher rundherum gereinigt und vom Rost befreit. Und jetzt kommt im ersten Schritt immer erstmal so eine kleine Wulst Sikaflex rundherum um die Löcher. Und dann werden wir gleich entsprechend hier Einlied-Muttern einsetzen. Die sind aus V4A. Davon werden wir noch jede Menge am Boot verbauen. In dem Fall sind die jetzt hier auch auf der Unterseite geschlossen. Das heißt, wenn Wasser oben eindringen würde, könnte es nicht
nicht nach unten durchlaufen. Das ist jetzt hier am Umgang noch gar nicht so das Riesenthema, wird es aber später bei allen Löchern sein, die wir von außen nach innen ins Boot machen. Alle diese Sachen, wo irgendwelche Verschraubungen reinkommen, kommen diese Einnietmuttern rein, die wir hier mit der Gesipa, auch da schreibe ich euch in den Beschreibungstext, was das genau für ein Gerät ist, was wir hier verwenden. Und ihr seht, wie super schnell das funktioniert, wie einfach das ist. Ja, die Einnietmutter hier 10 mm einsetzen, kurz betätigen das Gerät und dann ist das rangezogen. Das möchte man nicht von Hand ziehen. Wer schon mal irgendwelche Einnietmuttern oder Nieten von Hand gezogen hat, weiß, was das bedeutet in dieser Dimension von 10 mm. Und damit zum nächsten Arbeitsschritt und ich kann mir langsam angewöhnen, nicht mehr von Geländer, sondern vielleicht von Reling zu reden. Ja, wir müssen natürlich jetzt hier die Senkrechten entsprechend vorbereiten. Das machen wir jetzt hier aus Flachstahl. Wie gesagt, es ist ein Provisorium. Alles, was jetzt draufkommt, kommt hinterher wieder runter und weg. Und wir haben uns jetzt hier erstmal an unserem Schweißtisch entsprechend ein kleines Gestell gebaut, wo wir eben das Flachstahl mit den Bohrungen aufsetzen können, den Senkrechten dran, ja, fixieren und dann von beiden Seiten eben kurz durchschweißen, sodass wir hier beim Schweißen auch keinen Verzug reinbringen, dass die weiterhin schön gerade stehen. Trotz Provisorium soll es natürlich fest sein, deswegen hier direkt jetzt auch von beiden Seiten schweißen und inzwischen sind natürlich alle Einnietmuttern hier gesetzt und nachdem auch die geschweißten Teile etwas abgekühlt sind, habe ich ein großes Talent für frisch geschweißte Teile mit den Fingern anzupacken. In dem Fall aber nicht. Und hier machen wir jetzt nochmal an den Rohstahl von unten, ja, einfach nur als Trennung ein bisschen Klebeband dazwischen, damit das V4A hier nicht mit dem Normalstahl an der Stelle in Verbindung kommt. Wir haben ja eben, wo wir die Löcher gebohrt haben, das blank gemacht und noch ein bisschen mit Sikaflex dann verklebt. Da ist das dann schon für dauerhaft so geeignet. Nur hier, wie gesagt, das Provisorium muss eben an der Stelle dann keinen Kontakt zum V4A haben. Die Senkrechten sind natürlich schnell aufgeschraubt und dann können wir dementsprechend hier das Rundrohr als Reling-Abschluss aufsetzen. Das Rundrohr kommt in dem Fall vom Achim, der ja bekanntermaßen hier bei uns der Metallbauer auf dem Hof ist, der uns immer mal wieder unterstützt. Und in dem Fall hat er uns dieses provisorische Geländer ein bisschen gesponsert. Wer also hier von den Regionalen, und ich weiß, dass viele von euch zuschauen, mal etwas braucht, gerne den Achim anfragen. Der freut sich. Jetzt ist so ein Boot bekanntermaßen nicht nur gerade, sondern vor allen Dingen Richtung Bug irgendwann auch mal mit ein paar Kurven versehen. Und so haben wir uns hier eine relativ simple und einfache Biegepresse besorgt. Das ist jetzt kein Hightech-Modell, sondern wirklich ganz, ganz einfach. Und wir haben jetzt hier auch uns keine Mühe gegeben, diese Biegung, die wir in das Rundrohr machen, irgendwo dem Schiffsrumpf anzupassen. Das wird natürlich bei der späteren Reling, die dann aufs V4A sein wird, logischerweise anders sein. Da werden wir schön auf die Biegung achten und dass das eine saubere Form annimmt. Hier geht es wirklich jetzt einfach nur um ein Provisorium, was praktisch sein muss, was eine Absturzsicherung bilden muss. Und dementsprechend haben wir jetzt hier einfach nur geguckt, dass wir von Senkrechter zu Senkrechter eine vernünftige Rundung reinbekommen und dementsprechend hier dem Verlauf des Bootes folgen. Und wie immer, das, was wir auf der einen Seite machen, muss auch auf der anderen Seite passieren. Und somit haben wir das hier eben genauso gemacht. Röhrchen auflegen, festschweißen, dann die Biegemaschine ansetzen, rumbiegen bis zur nächsten Senkrechten. Sobald das sitzt, entsprechend wieder fixieren und wieder versetzen und wieder biegen. Wie gesagt, kein großer Aufwand, alles nur provisorisch für die Bauzeit. Wir haben den Edelstahl schon da für die spätere Reling. Wir sind das auch schon am Vorbereiten, werde auch irgendwann entsprechend im Video sehen. Und damit kommen wir zum nächsten Bauabschnitt im heutigen Video. Wir haben ja bereits im Mittelbootbereich für den Maschinenraum ja, das Einstiegsloch gesägt. Das gleiche müssen wir natürlich im Heck auch noch machen. Bisher ist Basti immer an der Seite durch diese kleine Öffnung, die ihr links am Rand seht, gekrabbelt. Ich passe da natürlich schon mal gar nicht drauf. Und so wurde es jetzt so langsam Zeit, hier auch im Heck mal die Luke reinzuschneiden. Dafür mussten wir uns erstmal überlegen, wo wir die überhaupt genau positionieren wollen. Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie wir eben den Außenbereich auch gestalten wollen. Da sind wir uns durchaus einig, wie das später passieren soll. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, was wo eben im Heckunterbootbereich dann später reinkommt, so dass wir uns jetzt hier eben nichts verbauen mit der Position der Luke.
Es war der Wunsch da, dass wir dieses Sägen hier mit der Kreissäge, einer Akkukreissäge für Metall, tatsächlich mal in Echtzeit zeigen. Das wäre mir jetzt hier aber im Video tatsächlich zu lang geworden und somit habe ich es euch wieder beschleunigt gezeigt. Also das dauert schon eine Weile, bis das hier eben entsprechend gesägt ist, aber es ist immer noch angenehmer, das eben mit dieser Kreissäge zu machen, als mit einer Flex. Flex keine Führung, ja, ist einfach unangenehmer. Und somit ist das hier eben an der Stelle wieder das richtige Werkzeug. Ja, warum brauchen wir jetzt zu dem Zeitpunkt hier die Öffnung? Das ist relativ simpel erklärt. Ihr habt ja eingangs des Videos gesehen, dass wir im Vorschiff am Schweißen sind. Wir sind natürlich auch im Mittelschiff am Schweißen und genauso muss das eben auch hier am Heck passieren und dementsprechend brauchten wir jetzt hier die Öffnung, damit eben auch andere Personen wie der Basti da unten reinpassen, wie wir das jetzt hier sofort in der nächsten Szene sehen werden. Denn auch im Heckbereich müssen wir natürlich erstmal wieder die Schweißnahtvorbereitung machen. Dafür haben wir jetzt hier wieder die Absaugung mit nach unten genommen und ja, dementsprechend bin ich jetzt hier am Rumkrabbeln und mit dem Laser eben jede Kante, jede Ecke am Reinigen, die dann eben entsprechend gleich, oder was heißt gleich, die dann eben als nächstes mit geschweißt werden soll. Ja, ist halt hier hinten von der Bauhöhe her ein ziemliches Gekrauche und ja, auch nicht wirklich schön und je nachdem, was für Temperaturen sind, ist es da unten drin natürlich auch schon ordentlich warm, auch wenn mittlerweile das Dach oben drüber ist. Und damit gucken wir uns das jetzt hier noch mal ein bisschen genauer an. Ihr seht, dass der Stahl hier schon durchaus gut Rost angesetzt hat. Dieser ganze Heckbereich war ja den gesamten Winter offen draußen, da waren noch keine Bleche drauf. Ihr könnt euch sicherlich an die Videos entsprechend erinnern. Ansonsten kann ich sie ja vielleicht auch noch mal verlinken, wenn ich gleich dran denke. Und ihr seht, wie einfach, wir sind jetzt hier in Echtzeit, das mit dem Laser eben wieder zu reinigen ist. Und da muss man ganz klar sagen, je besser diese Rostschicht hier, wie in dem Fall, da ist, umso einfacher ist es tatsächlich mit dem Laser das Ganze wieder runterzuholen. Der sprengt den Rost hier einfach so super ab und das geht so einfach und schnell. Da möchte ich ehrlich gesagt mit nichts anderem irgendwo da dran gehen müssen, mit irgendwas Flexartigen oder sonst irgendwie. Ich bin da weiterhin absolut begeistert von, wie einfach das hier geht. Ihr seht das, ich muss natürlich gucken, dass ich den richtigen Abstand halte, damit das von der Leistung her genau passt. Aber ansonsten ist das eine richtig einfache, easy Arbeit mit einem perfekten Ergebnis. Also auch da wieder Werkzeugauswahl ist eben dann doch entscheidend. Und dann schauen wir uns das Ergebnis jetzt hier nochmal so ein bisschen aus der Nähe an. Und ihr seht, dass das hier einfach dann eben sauber ist in der Kante drinne. Ein bisschen breiter kann man es noch machen, damit man die Naht da schöner reinlegen kann. Aber als Schweißnahtvorbereitung ist das schon echt top. Hier die senkrechte Metallplatte, da sieht man, da ist noch kein Rost drauf. Da ist es manchmal so ein bisschen schwieriger. Also ihr seht auch hier, war auch schon Fragen, ne? Die Walzhaut kriegen wir ab damit, die kommt runter, aber es ist ein bisschen schwieriger zu sehen. Das wirkt hier im Video tatsächlich deutlicher, als es eben direkt davor ist, wenn man dort hockt. Und das war's damit für heute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.